Ozeane. Riesige Wassermassen, die über 70% unserer Erde bedecken. Die Meere stellen ein einzigartiges Ökosystem für Millionen von Pflanzen und Tieren dar. Doch ihr Lebensraum ist gefährdet. Bis zu 66 Millionen Tonnen Müll befinden sich in den Ozeanen, über 90% davon liegen auf dem Meeresboden. Das größte Problem mit dem Müll ist, dass am Ende in der Ernährungskette kommt. Das heißt, alle von uns essen Müll und das ist gefährlich für uns und auch für die Organismen und Lebewesen, die im Wasser leben. Das Fraunhofer Center für maritime Logistik und Dienstleistungen CML will die Verschmutzung der Ozeane stoppen und setzt dabei auf technische Unterstützung. In Zusammenarbeit mit 8 europäischen Partnern ist das Projekt SeaClear entstanden. Bei dem Projekt geht es darum, dass wir mit Hilfe von zusammengeschalteten Über- und Unterwasserfahrzeugen und einer Flugdrohne letztendlich Meeresmüll kartieren, identifizieren und einsammeln. Es gibt bereits Projekte, die sich der Müllbeseitigung aus den Meeren widmen. Jedoch steht dort der Müll an der Wasseroberfläche im Fokus. SeaClear hingegen will den Meeresboden säubern, vollautomatisiert ohne den Einsatz von Tauchern. Ein einmaliges Unterfangen. In Dubrovnik an der kroatischen Küste und im Hamburger Hafen haben bereits Testläufe des Systems SeaClear mit seinen 4 verschiedenen Robotertypen stattgefunden. Wir haben einen Unterwasser-ROV, einen Mini-ROV, der hauptsächlich so zum Kartieren des Mülls gedacht ist. Dann haben wir einen ROV, der mit noch einen Greifarm steuert, der den Müll einsammelt. Dann haben wir einen Korb, der auch vom Fraunhofer von uns entwickelt wurde, wo letztendlich der Müll reinplatziert wird auf dem Meeresgrund. Alle Systeme sind verbunden mit dem Mutterschiff, ein autonomes Surface Vehicle, ein ASV, was letztendlich alles steuert. Und zu guter Letzt haben wir noch eine Flugdrohne, die von oben das Ganze überwacht, das ganze System überwacht, aber auch Müll detektiert, Oberflächenmüll, beziehungsweise bei guter Sicht auch den Müll unter Wasser kartieren kann. Das Fraunhofer CML ist für die technische Koordination des gesamten Systems verantwortlich. Durch die eingesetzte Hard- und Software werden die einzelnen Roboter miteinander vernetzt. Beim Testlauf in Hamburg konnten erstmals alle Partner und Komponenten an einem Ort zusammenkommen. Bis zum Projektende im Dezember 2023 sind noch weitere Tests in Kroatien geplant, bevor das System endgültig eingesetzt werden kann. Das Ziel ist, dass wir das Gesamtsystem, die ganze SeaClear-Lösung Ende 2023 in Betrieb ist und wir können das ganze Verfahren überwachen und auch eine Erfolgsquote von 90% für die Erkennung und 80% für die Sammlung quantifizieren zu können. Das Ziel ist es, nach ein paar Jahren nach Projektende das komplette System auch zu vermarkten, zum Beispiel Häfen, Betreibern oder Behörden anbieten zu können oder Service-Providern, um ihnen letztendlich zu helfen, dem Müllproblem Herr zu werden.